dieses Projekt schnappen wir uns eine Alu-Dibond-Platte, welche wir anschließend lackiert haben mit Candy Rot, bisschen in schwarzen Muster und Flakes drüber gezogen haben und anschließend wurde diese mit Klarlack versiegelt. Und nun haben wir das Kundendesign mit Hilfe unseres Plotters vorbereitet und herausgeschnitten. Jetzt fixieren wir das Design mittig auf der Platte. Nun muss das Transferpapier von der Folie runter. Wir kleben die Schablone ringsherum komplett ab, damit die Farbe nur noch auf der Schablone selbst landet. So, jetzt können wir die Anlegemilch auftragen. Und hier ein ganz nützlicher Tipp von uns. Notiere dir am besten die Uhrzeit, wann du die Anlegemilch aufgetragen hast. Und frühestens nach 15 Minuten kannst du mit dem Vergolden beginnen. Und auch hier ein ganz interessanter Punkt. In der linken Flasche haben wir die Anlegemilch mit der Createx-Farbe Rot gemischt. Und diese Flasche wird für das Gold quasi bereitstehen. Und in der rechten Flasche Blau für das Silber. Denn unserer Meinung nach sehen die Metalle entsprechend besser aus, wenn die Farben beigemischt sind. Wir nehmen dafür nur echtes Gold und Silber, dann ist es weicher und besser fürs Twisten geeignet. Jetzt schneiden wir uns das Gold zurecht, wie wir es benötigen. Stück für Stück wird das Gold jetzt auf die Fläche geklebt. Monkey. So, jetzt schnappen wir uns ein weiches Tuch und fangen an, die gesamte Fläche vorsichtig anzudrücken. Unser Ziel ist dabei, dass das Gold sehr glatt auf der Fläche aufliegt. Nun schnappen wir uns noch unseren Pinsel und gehen die gesamte Fläche durch. Was wir mit diesen Schritten erreichen möchten, werden wir bezeichnen als Kantenbrechen. Würden wir diese Schritte vorher nicht machen, hätte das zur Folge, dass wenn wir die Maske wieder lösen würden, dass das Gold an Schriftarten, an Linien, überall wo es auf Übergang zwischen Folie und Material trifft, gerissen wäre und das ganze Gesamtbild natürlich dann sehr gestört hätte. Jetzt entfernen wir unsere Abdeckmaterialien ringsherum. Jetzt schnappen wir uns ein Skalpell in die Hand und entfernen dann vorsichtig die Maske.
Nun ist unsere Arbeitsplatte soweit und kann für 24 Stunden zum Trocknen gelegt werden, bevor wir dann mit dem Twisten beginnen können. Mit einem speziellen Twisting-Tool twisten wir das Drehmuster in das Gold hinein. Monkey. Ja, jetzt möchten wir aus der relativ einfachen Schriftart eine Art 3D-Schriftart machen, indem wir einen Schlagschatten hinzufügen und mit einem Stift ein bisschen die Schattierungen vorzeichnen. Diesen Schlagschatten und die rote Outline drumherum haben wir mit Pinstriping-Farbe sowie Pinstriping-Pinsel entsprechend per Hand gezogen. Das ist natürlich ein Thema für sich, ein separates Thema, deshalb haben wir diesen Schritt einfach mal übersprungen und das Ergebnis gezeigt. Wenn ihr Bock habt auf ein umfangreiches Videotutorial zum Thema Pinstriping, hinterlasst uns unbedingt Kommentare. Wenn das Interesse groß genug ist, werden wir für euch die Zeit nehmen und ein Video vorbereiten. Und so sieht das Ergebnis nach 2 Schichten Klarlack aus.